Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Flucht, Migration und Asyl prägen seit Jahren die politische Debatte in Europa. In welche Grenzen brauchen wir? Führt Gerald Knaus, Mitgründer der European Stability Initiative und einer der einflussreichsten Denker europäischer Asylpolitik, mit scharfem Blick und jahrzehntelanger Erfahrung durch das Spannungsfeld zwischen Empathie und Angst. Sein zentrales Anliegen: Wie können offene Gesellschaften Schutz gewährleisten, ohne die Kontrolle zu verlieren, und Grenzen so gestalten, dass sie zugleich menschlich und wirksam sind? Das Buch verbindet analytische Klarheit mit handfesten Vorschlägen. Knaus zeigt, warum der moralische Impuls, Menschen auf der Flucht zu helfen, mit der Notwendigkeit, Vertrauen in die staatliche Handlungsfähigkeit zu sichern, vereinbar ist. Er analysiert, weshalb symbolische Härte, rechtswidrige Pushbacks oder das Wegsehen gegenüber Gewalt weder Abschreckung noch Ordnung schaffen und gleichzeitig zentrale Werte der liberalen Demokratie erodieren lassen. Stattdessen entwickelt er ein Modell glaubwürdiger Kontrolle: schnelle und faire Asylverfahren, echte Alternativen zur irregulären Migration über legale Wege, Partnerschaften mit Drittstaaten, die Anreize und Rechtsstaatlichkeit verbinden, sowie klare Regeln für Rückführungen, wo kein Schutzanspruch besteht. Mit Fallstudien von der Balkanroute über die EU-Türkei-Erklärung bis zu den griechischen Inseln und dem zentralen Mittelmeer macht Knaus deutlich, was funktioniert, was scheitert und warum. Das Ergebnis ist ein realistischer, zugleich radikal humanistischer Entwurf für eine Zukunft des Asyls, die Schengen schützt, die Genfer Flüchtlingskonvention verteidigt und das Leid an Europas Grenzen reduziert. Dieses Buch ist Pflichtlektüre für alle, die jenseits von Schlagworten verstehen wollen, wie humane Grenzpolitik praktisch aussehen kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: zwischen Empathie und Angst. Das politische Dilemma: Gerald Knaus setzt an einem Punkt an, der die gesamte Asyldebatte durchzieht. Der moralische Imperativ, Verfolgten Schutz zu gewähren, trifft auf die Angst vor Kontrollverlust, Überforderung und gesellschaftlicher Spaltung. Dieses Spannungsfeld wird in vielen europäischen Ländern von politischen Lagern instrumentalisiert. Die eine Seite betont die humanitäre Verantwortung, die andere setzt auf Härte und Abschreckung. Knaus argumentiert, dass beides alleine nicht trägt. Empathie ohne wirksame Ordnung verliert rasch öffentliche Unterstützung. Ordnung ohne Empathie zerstört Werte und Rechtsstaatlichkeit und führt zu zynischen Praktiken, die weder Abschreckung noch Stabilität schaffen. Der Kern des Dilemmas ist das Vertrauensproblem. Gesellschaften sind bereit, Schutz zu bieten, wenn sie glauben, dass Regeln gelten, Verfahren funktionieren und Missbrauch begrenzt wird. Wenn dieses Vertrauen schwindet, entstehen politische Mehrheiten für extreme Maßnahmen. Knaus zeigt anhand konkreter Episoden, wie das Vertrauen verloren ging. Überfüllte Lager, langsame Verfahren, inkonsistente EU-Politik und das sichtbare Scheitern, Todesfälle im Mittelmeer zu verhindern. Zugleich entlarvt er den Mythos der totalen Abschreckung. Selbst massive Gewalt an Grenzen oder eine Militarisierung der Routen verhindern Fluchtbewegungen nicht. Sie verlagern sie lediglich und verursachen mehr Leid. Der Schlüssel liegt für Knaus in der Verbindung von Mitgefühl und Kontrolle. Empathie darf nicht als naive Grenzenlosigkeit missverstanden werden, sondern als Verpflichtung, Regeln so zu gestalten, dass sie Leben schützen und zugleich durchsetzbar sind. Angst wiederum darf nicht die Richtschnur sein, die zu rechtswidrigen Praktiken führt. Knaus fordert deshalb, die Debatte aus der moralischen Empörung und der sicherheitspolitischen Panik zu befreien und stattdessen auf institutionelles Design, klare Zuständigkeiten und messbare Ziele zu setzen. Nur so lässt sich eine tragfähige gesellschaftliche Mitte gewinnen, die bereit ist, humane Lösungen zu tragen. Dieser Ansatz verlangt von politischer Führung, ehrlich über Grenzen von Aufnahmekapazitäten, über Kosten, über Prioritäten und über die Notwendigkeit schneller Entscheidungen zu sprechen. Er verlangt aber ebenso, die Menschenwürde nicht zu relativieren, wenn es schwierig wird. Knaus liefert damit eine Sprache, in der Empathie und Angst nicht als Gegensätze,
sondern als Rahmenbedingungen begriffen werden, auf die mit klugen Regeln geantwortet werden kann. Zweitens. Lehren aus Balkanroute, EU-Türkei-Erklärung und Pushbacks. Ein zentraler Teil des Buches ist die nüchterne Auswertung vergangener Politiken. Knaus beleuchtet die chaotische Phase der Balkanroute, als Hunderttausende Menschen unkontrolliert durch mehrere Staaten zogen. Für ihn war dieses Kapitel kein Argument gegen Asyl, sondern ein Beleg für fehlende Koordination, langsamste Verfahren und das Aussetzen europäischer Solidarität. Der Autor analysiert die EU-Türkei-Erklärung von 2016 als Wendepunkt. Sie verband 3 Elemente: die Rückführung von Menschen ohne Schutzanspruch von den griechischen Inseln in die Türkei, Anreize für die Türkei durch Unterstützung und Visaperspektiven sowie die Zusage, schutzbedürftige Syrer direkt aus der Türkei legal in die EU umzusiedeln. Knaus zeigt, dass dort, wo Verfahren zügig und rechtssicher waren, irreguläre Ankünfte und Todesfälle sanken, während legale Wege entstanden. Er verschweigt die Schwächen nicht: unzureichende Umsetzung in Griechenland, politische Blockaden und die Fragilität der Kooperation. Gerade diese Ambivalenz dient als Lernfeld. Partnerschaften können wirken, wenn sie auf Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und überprüfbaren Zusagen beruhen. Im Kontrast dazu kritisiert Knaus systematische Pushbacks, die an mehreren EU-Außengrenzen dokumentiert wurden. Sie mögen kurzfristig Zahlen drücken, zerstören aber Glaubwürdigkeit, verletzen internationales Recht und zwingen Menschen auf immer gefährlichere Routen. Abschreckung durch Rechtsbruch ist nach Knaus nicht nur unmoralisch, sondern auch strategisch kurzsichtig, weil sie die Basis europäischer Zusammenarbeit untergräbt und Klagen vor europäischen Gerichten nach sich zieht. Die Lehre lautet daher: Grenzen müssen gestaltet, nicht verhärtet werden. Funktionsfähige Hotspots mit schnellen, fairen Entscheidungen, unabhängiger Rechtsberatung und transparenter Überprüfung, kombiniert mit verlässlichen Rückführungen in sichere Drittstaaten oder Herkunftsländer, schaffen Ordnung. Parallel braucht es Resettlement-Programme und humanitäre Visa, die ernsthafte Alternativen zur irregulären Überfahrt bieten. Die EU-Türkei-Logik kann, mit klaren Verbesserungen bei Menschenrechten und Monitoring, als Blaupause dienen. Entscheidend ist, dass jede Kooperation an Bedingungen geknüpft ist und reale Vorteile für beide Seiten bietet. So lassen sich Kreisläufe aus Krisenkommunikation und Notmaßnahmen durchbrechen. Knaus plädiert für eine Politik der überprüfbaren Hypothesen. Was reduziert riskante Überfahrten? Was hält der gerichtlichen Prüfung stand? Was ist politisch nachhaltig? Nur aus solchen Evidenzen heraus, so sein Fazit, lassen sich humane Grenzen bauen. Drittens. Ein Asylsystem, das schützt und steuert. Verfahren, Rückführungen, legale Wege. Knaus legt dar, wie ein funktionierendes Asylsystem konkret aussehen kann. Er beginnt bei den Verfahren. Lange Wartezeiten, unklare Zuständigkeiten und überforderte Behörden erzeugen eine Spirale aus Überfüllung, sozialer Not und politischem Backlash. Der Autor fordert daher beschleunigte, aber faire Asylverfahren an gut ausgestatteten Standorten an der Außengrenze und im Inland mit qualifizierter Erstprüfung, Zugang zu Rechtsberatung und effektiven, kurzen Rechtsmitteln. Wichtig ist die Differenzierung. Offensichtliche Schutzfälle brauchen raschen Zugang zu Status- und Integrationsangeboten. Offensichtlich unbegründete Anträge müssen ebenso zügig entschieden werden, um lange Aufenthalte ohne Perspektive zu vermeiden. Zweiter Pfeiler sind Rückführungen in jene Länder, in denen keine Schutzgründe bestehen. Rückkehr ist in Knaus Sicht keine Härte um der Härte willen, sondern Teil eines Systems, das Glaubwürdigkeit schafft. Voraussetzungen sind jedoch faire Verfahren, individuelle Prüfung, menschenrechtskonforme Durchführung und Kooperation mit Herkunftsstaaten auf Grundlage von Anreizen und klaren Standards. Ohne diese Elemente drohen symbolische Ankündigungen, die nicht umgesetzt werden, was wiederum die politische Frustration verstärkt. Dritter Pfeiler sind legale Alternativen. Knaus betont, dass es ohne reale, planbare Wege nach Europa keinen Rückhalt für Kontrolle geben wird. Dazu zählen Resettlement, humanitäre Visa, temporäre Schutzprogramme, Studenten- und Arbeitsvisa
und Modelle wie Community Sponsorship. Solche Kanäle mindern den Druck auf irreguläre Routen, ermöglichen gezielte Hilfe und stärken die Bereitschaft, klare Regeln an den Grenzen durchzusetzen. Der Autor plädiert auch für Kontingente, die flexibel an Krisen angepasst werden und für transparente Kriterien, damit politische Debatten nachvollziehbar bleiben. Ergänzend fordert Knaus ein verbindliches Monitoring der Menschenrechtssituation in Partnerländern, um Rückführungen rechtlich und moralisch abzusichern. Er argumentiert, dass ein System nur dann trägt, wenn es die 3 Dimensionen gleichzeitig erfüllt: Schutz für Verfolgte, berechenbare Steuerung und Durchsetzung sowie legale Wege als humane Option. Diese Trias schafft die Grundlage für gesellschaftliche Akzeptanz. Sie verhindert, dass die lautesten Stimmen der Angst die Agenda bestimmen und ermöglicht, Empathie als praktisches Prinzip zu verankern. Knaus zeigt anhand von Zahlen und Fallbeispielen, dass dort, wo diese Elemente zusammenwirkten, Todesfälle sanken, Verfahren stabiler wurden und die politische Hysterie abnahm. Der Weg dorthin erfordert Investitionen, Personal, politische Geduld und europäische Koordination, ist aber erreichbar und messbar wirksam. 4. Partnerschaften mit Drittstaaten. Anreize, Rechtsstaatlichkeit, Konditionalität. In der europäischen Asylpolitik entscheiden Kooperationen mit Herkunfts- und Transitstaaten über Erfolg oder Misserfolg. Knaus beschreibt, wie solche Partnerschaften gestaltet sein müssen, um sowohl wirksam als auch legitim zu sein. Zunächst betont er die Logik von Anreizen. Staaten kooperieren, wenn sie konkrete Vorteile erkennen. Finanzielle Unterstützung, Visaerleichterungen, Ausbildungs- und Mobilitätsprogramme, Handelsperspektiven oder Unterstützung bei der Grenzverwaltung. Diese Vorteile müssen an Bedingungen geknüpft sein, die überprüfbar sind. Konditionalität bedeutet, dass Zahlungen und Privilegien an die Einhaltung menschenrechtlicher Standards, an die Bekämpfung von Gewalt gegen Migranten und an die Umsetzung von Rückübernahmen gekoppelt werden. Knaus grenzt sich klar von blanken Scheckbuchdeals ab, die Missstände verfestigen. Stattdessen plädiert er für präzise, in Stufen aufgebaute Abkommen mit Monitoring durch unabhängige Akteure mit klaren Triggern für mehr oder weniger Unterstützung. Wichtig ist zudem die Rechtsstaatlichkeit. Jede Rückführung setzt voraus, dass der Zielstaat als sicher gilt, Zugang zu Verfahren und Schutz vor Kettenabschiebungen garantiert und elementare Rechte gewahrt sind. Kooperation mit Akteuren, die Folter, willkürliche Haft oder systematische Gewalt tolerieren, disqualifiziert sich. Knaus argumentiert, dass Europa durch klare Standards seine Softpower stärkt. Wer von der EU Investitionen und Visaerleichterungen will, muss sich auf verlässliche Regeln einlassen. Dabei rät er zur Differenzierung. Nicht alle Länder sind gleich. Nicht alle Regionen haben die gleichen Interessen. Nordafrikanische Staaten, die Westbalkanländer oder die Türkei brauchen unterschiedliche Anreizpakete und die EU muss flexibel reagieren. Erfolgreiche Beispiele zeigen, dass legale Mobilitätsoptionen, etwa für saisonale Arbeit oder Studium, Akzeptanz für Rückübernahmen erhöhen. Ebenso entscheidend ist die Kommunikation. Partnerschaften sollten als Win-Win gestaltet werden, nicht als Auslagerung unangenehmer Aufgaben. Transparenz gegenüber europäischen Öffentlichkeiten schützt vor dem Vorwurf der Kungelei und stärkt die Legitimität. Knaus warnt vor der Illusion, man könne Migration einfach outsourcen. Kooperation ersetzt nicht die Pflicht, die eigenen Grenzen rechtskonform zu managen, sondern ergänzt sie. Erst wenn interne Verfahren schnell und korrekt sind, haben externe Abkommen Wirkung. Zusammengefasst entwickelt Knaus einen Rahmen, in dem Partnerschaften als Hebel dienen. Sie reduzieren irreguläre Bewegungen, schaffen legale Alternativen, sichern menschenrechtskonforme Rückkehr und stabilisieren das internationale Schutzsystem. So wird aus Außenpolitik ein integraler Bestandteil einer humanen, handlungsfähigen Asylordnung. Schließlich Integration, gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Erzählung der Politik. Humanitäre Aufnahme endet nicht an der Grenze. Knaus widmet einen wichtigen Teil des Buches dem, was nach der Ankunft geschieht.
seine These: Ohne glaubwürdige Integrationspolitik bleibt jedes Asylsystem politisch angreifbar. Integration beginnt mit schneller Klarheit über den Status. Wer Schutz erhält, braucht zügig Zugang zu Sprache, Bildung, Arbeit und Wohnraum. Lange Wartezeiten im Ungewissen demotivieren, verhindern Eigenständigkeit und belasten Kommunen. Deshalb plädiert Knaus für frühzeitige Arbeitsmarktzugänge, Anerkennung von Qualifikationen und gezielte Angebote für besonders verletzliche Gruppen. Ebenso wichtig ist die Verteilung. Kommunen müssen unterstützt werden und es braucht transparente Kriterien, damit Lasten fair geteilt werden. Erfolgreiche Fälle zeigen, dass gezielte Investitionen in Kitas, Schulen und berufliche Bildung die langfristigen Kosten senken und gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen. Knaus betont die Rolle der Erzählung. Politik muss erklären, warum klare Grenzen, schnelle Entscheidungen und legale Wege keine Gegensätze zur Humanität sind, sondern deren Voraussetzung. Wer nur Strenge kommuniziert, erzeugt Angst. Wer nur Empathie betont, verliert Glaubwürdigkeit. Eine kohärente Geschichte braucht Daten, sichtbare Ergebnisse und Konstanz. Sie braucht aber auch einen realistischen Umgang mit Problemen wie Kriminalität, Parallelstrukturen oder Desinformation. Knaus empfiehlt, negative Entwicklungen weder zu tabuisieren noch zu dramatisieren, sondern mit präzisen, evidenzbasierten Maßnahmen zu begegnen. Dazu gehören Prävention, lokale Sicherheitsstrategien, Kooperation mit Zivilgesellschaft und konsequente rechtsstaatliche Sanktionen. Die Öffentlichkeit reagiert auf Fairness. Wer sieht, dass Schutzberechtigte Chancen erhalten und nutzen, während Missbrauch Konsequenzen hat, ist eher bereit, humane Politik zu tragen. Schließlich verweist Knaus auf die europäische Ebene. Integrationserfolge in einem Mitgliedstaat stärken die Akzeptanz für gemeinsame Lösungen. Umgekehrt schaden spektakuläre Pannen weit über nationale Grenzen hinaus. Daher fordert er einen Wettbewerb um gute Praxis, Benchmarking und verbindliche Standards. Integration wird so zum strategischen Pfeiler. Sie stabilisiert das Asylsystem, reduziert politische Extreme und zeigt, dass Vielfalt gestaltbar ist. Mit dieser Perspektive macht Knaus deutlich, dass Zukunft von Asyl nicht nur in Papieren und Grenzposten entschieden wird, sondern in Schulen, Betrieben und Nachbarschaften, in denen Zugehörigkeit und Verantwortung wachsen. Zusammenfassend: Gerald Knaus liefert mit »Welche Grenzen brauchen wir?« einen seltenen Mix aus moralischer Klarheit und politischer Handwerklichkeit. Das Buch richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, die nicht länger zwischen naiver Hoffnung und zynischer Abwehr wählen wollen, an Lehrkräfte, Studierende, Verwaltungsfachleute, Kommunalpolitiker, Mitarbeitende in NGOs und Medien sowie an Entscheidungsträger, die konkrete Werkzeuge für humane Steuerung suchen. Wer verstehen will, warum Empathie ohne Ordnung scheitert und Ordnung ohne Empathie verroht, findet hier einen praktischen Kompass. Konkreten Nutzen hat das Buch auf mehreren Ebenen. Für die persönliche Haltung bietet es Kriterien, um komplexe Nachrichtenlagen zu deuten, populistische Scheinlösungen zu erkennen und tragfähige Antworten zu unterstützen. Für berufliche Kontexte zeigt es, wie Verfahren effizient und rechtskonform gestaltet, wie Partnerschaften mit Drittstaaten aufgebaut und wie Integration so organisiert werden kann, dass sie Akzeptanz stiftet. Knaus verbindet Prinzipientreue mit Pragmatismus. Er verteidigt die Genfer Flüchtlingskonvention, setzt aber auf messbare Umsetzungsschritte, schnelle Entscheidungen, legale Alternativen, rechtsstaatliche Rückführungen, überprüfbare Kooperationen und eine ehrliche Kommunikationsstrategie. Diese Mischung unterscheidet das Buch von vielen Titeln, die entweder moralische Appelle oder technokratische Rezepte liefern. Knaus zeigt beides in einem zusammenhängenden Entwurf. Warum dieses Buch kaufen statt andere? Weil es nicht im Abstrakten verharrt. Es leitet aus realen Erfahrungen konkrete Lehren ab, benennt Grenzen und Möglichkeiten, legt Prioritäten fest und zeigt, wie Erfolg überprüft werden kann. Es ist anschlussfähig für unterschiedliche politische Lager, weil es Werte schützt und Wirksamkeit einfordert.
Wer nach Orientierung sucht, findet ein realistisches, humanes und umsetzbares Konzept, das Leben rettet, Schengen stärkt und den gesellschaftlichen Frieden fördert. Wenn Sie unterstützen möchten, Gerald Knaus, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.